Herzlich willkommen zu den neuesten Krypto-News. Wir schauen uns heute zuerst einige positive Bitcoin-Charts an, positive News in Richtung Bitcoin. Genau, dann folgen aber News zu Altcoins, Ethereum und noch zu allgemein den Märkten. Ich habe gesagt, wir starten gleich rein. Und zwar haben wir hier einen Chart von Quinton. Hier sieht man den 14-tägigen RSI, Relative Strength Index, geplottet gegen den Bitcoin-Preis. Und da sieht man, dass der RSI so tief ist, wie er noch nie zuvor war, also sogar tiefer als zum FTX-Crash damals und dem Covid-Crash. Ja, das ist ein sehr bullisches Zeichen, weil, wie man sieht, normal, wenn der RSI so weit unten ist, tendenziell geht es dann wieder nach oben und Bitcoin ist eben jetzt so weit unten wie noch nie. Heißt nicht, dass es sofort nach oben gehen muss, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es nach oben geht als nach unten, zumindest jetzt langfristig. Genau, der 14-Tage-RSI ist ein ziemlicher langfristiger Indikator, also genau heißt es nicht, dass es morgen nach oben schießt, aber langfristig sieht die Richtung gut aus meiner Sicht. Genau, dann haben wir hier einen Chart über die Bitcoin-Wallets, die über 100 Bitcoin halten in einem Wallet und diese Zahl ist jetzt mittlerweile über 20.000. Genau, das heißt, die Anzahl der Bitcoin-Whales oder der Personen, die Bitcoin, also sehr viel Bitcoin halten, eben über 100 in einem Wallet, steigt drastisch an. Auch sehr bullish. Dann haben wir hier Bitcoin went from 2 nation states to 23. Da sieht man, in 2016 gab es nur 2 Staaten, die Bitcoin gehalten haben, ist über die letzten 10 Jahre sehr stark angestiegen und mittlerweile in 2025 gab es 23 Staaten, die Bitcoin halten und neu dazugekommen sind in 2025 Brasilien, Tschechien, Luxemburg, Saudi-Arabien und Taiwan. Ja, auch sehr bullish, sogar Staaten halten Bitcoin und glauben dran. Langfristig tolle Sache für Krypto allgemein. Genau, weiterhin bullische News. Wir haben Google Trends für den Search-Term How to Buy Bitcoin steigen an und sind schon fast sind auf so einem Hoch, prognostiziert eigentlich sogar noch weiter oben als 2021. Das heißt, zu dem Peak-Level, zu den Höchstleveln 2021 korrespondieren mit dem Bullrun und auch sowas ist immer sehr positiv, weil natürlich umso mehr Leute How to Buy Bitcoin suchen, bedeutet, umso mehr Leute interessieren sich für Bitcoin eben und auch, wie sie Bitcoin kaufen können. Und ja, heißt, dass die vielleicht wieder die große Menge an Retail-Investoren auch zurückkommt. Zumindest jetzt natürlich auch, wenn der Preis so unterdrückt ist wie im Moment, interessieren sich viele Leute dafür, wie sie da einsteigen können. Auch sehr bullisches Signal, genau. Dann haben wir hier von Tyler 4-Jahre-Cycles, ignorieren den Fakt, dass Bitcoin immer 23 Monate nach dem letzten All-Time-High den Bottom erreicht hat. Ist auch ein sehr interessantes Chart. Man sieht hier, dass eben immer 23 Bars oder 23 Monate, eine Bar ist ein Monat in diesem Fall, 23 Monate nach dem letzten All-Time-High wurde das Bottom erreicht. Genau, das waren immer 23 Monate. Und jetzt sieht man, wenn man jetzt auch wieder zählt, 23 Monate vom letzten All-Time-High, wären wir eigentlich genau jetzt. Also jetzt wäre genau vom All-Time-High, sagen wir so, vom All-Time-High in 2021 bis jetzt eben, bis zu dem Crash jetzt sind genau 23 Monate vergangen und wenn sich die Historie wiederholt, einmal waren es 21 Bars, aber würde darauf hindeuten, dass wir jetzt am Bottom sind oder ziemlich nah am Bottom zumindest. Heißt nicht, dass es nicht kurzfristig crashen kann, genau, also bitte nicht als Kaufempfehlung nehmen, aber es ist ein gutes Signal. Genau, Bitcoin rebounded from the lower level trendline. Da haben wir einfach eine technische Analyse ein bisschen, einen schönen Channel des Bitcoin-Preises gezeichnet, wo man sieht, Bitcoin hat sich die letzten Jahre, eigentlich seit 2019, in diesem Channel aufgehalten, ist immer wieder raufgegangen, hat den oberen Channel berührt, ist runtergegangen bis zu dieser Channel-Support-Linie und hat sich dann innerhalb dieses Channels weiterentwickelt und jetzt ist er eben wieder auf diese Support-Linie rundgetroppt. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass diese Support-Linie hält, wird Bitcoin als nächstes wahrscheinlich wieder einen Move nach oben machen und Ziel dieses Moves, diese obere Supportlinie, wäre dann im Moment bei ungefähr 400.000 US-Dollar. Ja, also wenn das passiert, hätte ich nichts dagegen. Sehr positive Sache für Bitcoin. Genau, schauen wir, was kommt. Ja, und sonst haben wir hier neue ISM-Zahlen kommen am Montag. Der ISM ist ein guter Indikator für den Wirtschaftszyklus. Ja, also in der Vergangenheit kann man sehen,
dass der Bitcoin-Preis eigentlich mit dem ISM sehr stark korreliert hat. Hier in dieser Grafik sieht man jetzt den ISM gegenübergestellt mit den Südkorea-Exporten und also da gibt es auch eine sehr starke Korrelation und die Südkorea-Exporte sieht man, das ist die orange Linie, sind jetzt auch stark nach oben gegangen und wie gesagt, die ISM-Zahlen kommen am Montag, das heißt, wenn ISM wieder den Südkorea-Exporten folgt, dann wird das bedeuten, dass auch ISM jetzt wieder stark weiter nach oben geht. Und wie gesagt, ISM korreliert auch stark mit dem Bitcoin-Preis. ISM ist quasi ein Indikator auch für den Wirtschaftszyklus und würde bedeuten, dass auch der Bitcoin-Preis dann in den nächsten Monaten folgen sollte und wieder nach oben gehen sollte. Also auch sehr bullish News für Bitcoin. Genau, was haben wir hier? Breaking, the Bitcoin 4-year cycle is overrated and not reliable. Wir haben auch, genau, das ist auch wieder was ich gerade erwähnt habe, der Bitcoin-Preis eben oben gechartet und im unteren Teil des Charts sieht man den ISM, das eben so gegenübergestellt und da sieht man, ja, wenn der ISM unten war Bitcoin eher unten, wenn der ISM dann nach oben gegangen ist, war bei Bitcoin ein Top und das hat sich eigentlich über die Jahre, seitdem es Bitcoin gibt, hat Bitcoin-Preis eben die Preisentwicklung sehr stark mit diesem ISM eben korreliert. Genau, weil eben der Bitcoin-Preis auch stark vom Wirtschaftszyklus abhängig ist und von der Liquidität, die eben im System vorhanden ist. Und ein Maßstab dafür ist eben unter anderem der ISM. Und genau, da gibt es eine starke Korrelation. Und da sieht man jetzt eben, dass der ISM jetzt sehr lange weit unten war, eben viel länger als es in den vergangenen Jahren der Fall war und jetzt aber endlich wieder nach oben geht. Das heißt, wenn der Wirtschaftszyklus jetzt Fahrt aufnimmt, könnte man davon ausgehen, dass eben Bitcoin auch wieder steigen wird. Und vor allem würde es auch bedeuten, dass die ganzen Moves, die ihr jetzt schon gesehen habt im Bitcoin-Preis, eigentlich über die letzten 1-2 Jahre, dass die eigentlich stattgefunden haben, während der ISM und der Wirtschaftszyklus ziemlich weit unten war. Das heißt, das war eigentlich gar kein richtiger Bullrun in dem Sinn, sondern eigentlich ziemlich unterdrückt durch den ISM. Und genau, könnte heißen, dass der richtige Run oder der richtige Zyklus eben jetzt erst beginnt. Sehr positiv zu sehen. Tolle Sache. Genau, hier haben wir das gleiche nochmal ein bisschen schöner dargestellt mit Farben. Da ist auch unten der Business Cycle geplottet, jedes Mal mit rotem Punkt, wenn dieses Cycle am Top ist, gelb in der Mitte und grün am Bottom. Also grün ist dann eher so Kaufzeitpunkt, rot ist dann, also oder vor dem Run, sagen wir so, rot ist dann eher Verkaufzeitpunkt oder Peak des Runs. Und oben sieht man dass auch diese Punkte reingezeichnet beim Bitcoin-Preis. Genau, sieht man immer, wenn die Business Cycle am Top war, Bitcoin Top erreicht. Wenn Business Cycle am Boden war, grün, war Bitcoin eigentlich vorne am Run und gelb ist dann eben in der Mitte, ist dann eher so der Bear Market oder Accumulation Phase. Genau. Und dann ein bisschen was für Stocks, und zwar MicroStrategy becomes world's most shorted stock amid 7 Billion Bitcoin losses. Ja, MicroStrategy anscheinend die meistgeschortete Stock der Welt. Was sagt Tom Lee dazu? Er sagt, dass wenn a stock becomes a consensus short, it is also a crowded trade. A crowded trade bedeutet, wenn eben, also im positiven Sinne würde man sagen, wenn alle nur eine Aktie kaufen, zum Beispiel alle kaufen jetzt nur Nvidia oder sonst was, dann ist es irgendwie ein crowded trade, weil alle da rein wollen und deutet dann öfters mal darauf hin, dass eine Aktie schon überbewertet ist. Und in dem Fall wollen alle eben MicroStrategy shorten, weil sie glauben, dass MicroStrategy nach unten geht oder Bitcoin nach unten geht. Und auch sowas ist irgendwann ein crowded trade, wenn das quasi allgemeiner Konsensus ist. Und wenn eine Aktie sehr, sehr viele Shorts hat, was oft passiert, ist ein Short Squeeze, weil erstens, wenn Bitcoin steigt, steigt MicroStrategy natürlich mit. Und auch wenn zu viel geschortet wird und dann Leute kaufen und die Shorts ihre Shorts eben nicht mehr decken können, weil sie müssen irgendwann die Aktien nachkaufen. Und wenn sie das massenhaft dann tun müssen, weil es so viele Shorts gibt, wird das bedeuten, dass der Preis irgendwann auch explosiv nach oben gehen könnte. Wie gesagt, könnte, ist eine Theorie. Short Squeeze gibt es immer wieder. Genau. Also auch eher bullish zu sehen als bearish aus meiner Sicht. Und genau, dann haben wir ein paar News zu Altcoins. Wir haben hier geplottet Altcoin Dominance. Das ist auch sehr spannend. Ich mache das mal größer in dem Fall. Wir haben unten auch so einen Relative Strength Index wieder, also Momentum Indikator. In der Mitte haben wir den MACD, auch Momentum Indikator, und oben Altcoin Dominance, also Altcoin Preis im Vergleich zu Bitcoin Preis. Das heißt, wenn dieses Chart nach oben geht, sagen wir so, dann entwickeln sich Altcoins noch positiver als Bitcoin.
Heißt nicht, dass Bitcoin nach unten geht in dem Fall, aber Altcoins steigen noch mehr als Bitcoin steigt, und wenn es nach unten geht, steigt Bitcoin mehr als Altcoins. Und das sieht man über die letzten Jahre jetzt, seitdem dieses Peak erreicht haben im letzten Bullrun, wann war das? 2022 Anfang circa, ist diese Dominanz nach unten gegangen, innerhalb dieses Triangle da, und jetzt sieht man, dass dieses Chart oder diese Bewegung eben da ausgebrochen ist. Das heißt, Altcoin Dominance ist aus diesem Triangle da nach oben ausgebrochen. Wenn das nach oben ausbricht, ist das meistens ein Bullish Sign, also dann nimmt man an, dass das wieder weiter nach oben geht. Wenn es nach unten ausgebrochen wäre, wäre es sehr bearish. Und in dem Fall aber eben bullish, weil nach oben ausgebrochen, und auch diese beiden Indikatoren, also der MACD ist gerade wieder bullish gedreht, also aus diesem roten Bereich wieder ins Grüne gegangen, und da folgen dann meistens eben so längere grüne Phasen, und auch der RSI ist eigentlich ziemlich weit unten und ist aus diesem Trend jetzt auch nach oben ausgebrochen, also auch da würde man davon ausgehen, dass es weiter nach oben geht. Ja, also schöne Confluence, die man da sieht zwischen den Indikatoren und der Altcoin Dominance, und genau, auch da würde man jetzt davon ausgehen, dass es weiter nach oben geht. Ja, in der technischen Analyse auch sehr bullish, auch für Altcoins, genau. Dann hier noch interessant, da ist einfach gegenübergestellt, ist so eine Heatmap des RSI für diverse Altcoins, und da sieht man, dass das eher weit unten ist. Der durchschnittliche RSI jetzt von Altcoins liegt bei, was steht da, 33,26, was nicht hoch ist, und eben ist ziemliches Bear Market Territorium. In einem Bull Market wären wir da irgendwo da oben, was den RSI angeht, und jetzt sind wir da eigentlich ziemlich oversold. Wie gesagt, heißt nicht, dass es nicht kurzfristig crashen kann. Auch mit dem, was geopolitisch gerade abgeht mit USA und Iran natürlich, kann man nie wissen, was auf den Märkten passiert. Aber prinzipiell sind wir schon ziemlich oversold. Langfristig soll es wieder nach oben gehen. Kurzfristig kann man nicht wissen, was passiert. Und ja, noch ein Chart zu Ethereum. James sagt, I have never been more bullish. Man sieht hier die Ethereum Number of Days Spent at a Profit. Das bedeutet, dass die Tage, in denen der Ethereum-Preis höher war, als er jetzt ist, also die sind hier gezählt, und umso höher dieses Chart ist oder diese Linie, umso mehr Tage hat es gegeben in einem Preis oder bei einem Preis, der eben höher ist als jetzt. Und da sieht man, dass das meistens natürlich dann der Fall war, wenn diese Linie nach oben geht, wenn der Preis sehr weit unten ist, weil dann gibt es tendenziell mehr Tage, wo der Preis eben höher war in der Vergangenheit. Und das korrespondiert auch meistens mit einem ziemlichen Bottom im Preis, und die letzten beiden Male, also letztes Mal, wie die Linie so hoch war, war der Preis eben auch sehr weit unten und ist dann wieder in die Höhe gegangen, und jetzt sind wir eben wieder eigentlich auf so einem Niveau wie das letzte Mal, dass diese Linie schon sehr hoch ist, und auch da würde man davon ausgehen, dass der Preis jetzt dann irgendwann wieder steigen würde. Genau, also aus meiner Sicht sehr, sehr viele bullische Anzeichen, die zusammenspielen. Ich glaube, langfristig schaut dieses Jahr sehr gut aus, für Krypto allgemein, für Bitcoin sowieso, Ethereum auch, und auch für die Wirtschaft allgemein, diverse Aktien. Natürlich kann es immer wieder Stolpersteine geben, kurzfristig kann es nach unten gehen, kann es crashen. Bitte schaut euch diese Dinge auch selbst an, do your own research natürlich, nehmt das nicht als Anlageberatung, und ja, viel Spaß im Kryptobereich, wir hören uns beim nächsten Mal.